Ja, in Italien gibt es überall Markt. Eigentlich jeden Tag irgendwo anders. Ist immer ganz geil zum Früchte kaufen. So, ich bin gerade in Mestre. Und hier gibt es echt viele Fahrradwege, wo ich super froh bin. Aber es ist alles so chaotisch und so riesig. Und dadurch super stressig. Also ich bin mehr als froh, wenn ich hier raus bin. So, wir sind in so einem kleinen Naturschutzgebiet, kommt mir so vor. Ist auf jeden Fall ganz nett. Kannst du jetzt wieder rennen. Und ich brauche einen Platz zum Frühstücken. Am besten im Schatten. Und mit Wasser für Zuri wäre geil. Die sind einfach super schnell in den Schatten drin, sobald wir stehen bleiben. Zu warm, ne, Zuri? Komm, du süße Maus. Hm? Viel zu warm für dich. Sieht irgendwie krass aus mit den Bäumen. Alle in Reihe und Glied. Sowas wie hier ist halt immer voll problematisch, weil gleiche Bäume immer nur einseitig die Lebensbedingungen für bestimmte Tiere und Pflanzen verbessern. Und die werden dann in der Masse schnell zu Schädlingen. Andere Lebewesen verlieren dann den Lebensraum und das stört das ökologische Gleichgewicht. Und dann muss immer Chemie eingesetzt werden. Sowas wird halt in einem Mischwald nicht passieren, weil sich die Natur da selbst regulieren kann. Wie du aussiehst, ey, Zuri. Schon wirklich schön hier. Ich will ja die ganze Zeit am Fluss entlang. Beschissene Brücken für Hunde sehen genau das. Trilaf! Aber die geht sogar noch. Es gibt welche, die sind noch breiter. Fein machst du das, Zuri. Das ist schon wirklich echt schön, dass man wirklich am Fluss mitten in die Innenstadt reinfahren kann. Krass, es ist gerade eben mal wieder was voll Schönes passiert. Da haben mich zwei Frauen auf der Straße angesprochen, haben wir uns kurz unterhalten und dann haben sie mich auf einen Aperol Spritz eingeladen. Und jetzt haben wir uns richtig gut unterhalten. Die eine hat ihr Haus verkauft und ihr Job gekündigt, ist jetzt auch quasi auf der Suche, was ihr Leben gerade ausmacht, was ja vielleicht auch noch ein bisschen Abenteuer. Ja, sie meinte auch, dass sie ihre Zeit dafür nutzen will, sich gegen Lebensmittelverschwendung einzusetzen. Das ist halt ein super wichtiges Thema. Wusstet ihr, dass zum Beispiel in Deutschland jeder ungefähr 20% seiner Lebensmittel wegwirft? Das sind 82 Kilo im Wert von über 200 € pro Person im Jahr. Das ist halt weit mehr, als die meisten vermuten. Ich finde es halt so krass, weil wir leben bei uns so im Überfluss und gleichzeitig verhungert ein Mensch alle 3 Sekunden. Das ist halt super heftig. Zu Hause engagiere ich mich bei Foodsharing. Da könnt ihr ruhig mal reingucken, wenn ihr auch was gegen Lebensmittelverschwendung machen wollt. Jetzt fordere ich das Schicksal wo hinaus. Ich war jetzt gerade Pizza essen, jetzt haben wir 11:15 und ich habe immer noch überhaupt keine Ahnung, wo ich heute Nacht schlafen soll. Und ich bin noch mitten in der Stadt. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie erstmal rausfahren und dann hoffen, dass ich relativ schnell was Gutes finde zum Schlafen. Also drückt mir die Daumen. So, falls ihr euch gewundert habt, wo ich hängen geblieben bin. Also hier, ich bin nach Treviso rausgefahren und dann habe ich dieses
Gartenstück direkt gefunden, direkt neben der Straße, und das bot sich direkt an zum Schlafen. Da musste ich nicht so weit rausfahren. Und es soll heute 38 Grad warm werden. Das heißt wahrscheinlich noch ein bisschen wärmer. Das heißt, es ist jetzt 6:30 und ich werde mich jetzt gleich losmachen. Ein bisschen zerzaust, aber ready for the day. Die Katze ist gerade ziemlich mutig. Und Zuri weiß nichts davon. Sie hat nämlich Angst vor Katzen. Ja, Zuri hat Angst vor Katzen. Hier sieht man nochmal das Grundstück, wo wir gerade geschlafen haben, von außen. Also hier ist die Straße. Und da konnte man ganz gut reinfahren neben den Bäumen und schlafen. Gut, jetzt haben wir 7 Uhr, schon über 30 Grad. Es ist echt so geschwitzt heute Nacht. Na gut, und jetzt geht's los in den 38 Grad Tag. Boah, jetzt bin ich 2 Tage fast 90 Kilometer gefahren und ich merke das schon an meinem Arsch. Es ist schon echt nicht so einfach, sich auf den Sattel zu schwingen. Komm! Das Gute, ja. So, ich habe bei dieser Bäckerei gerade Halt gemacht und habe 2 Cappuccino getrunken und ein Croissant gefrühstückt. Zuri hat auch einen Platz im Schatten gefunden. Die waren mega nett. Die haben mir sogar Süßigkeiten, jetzt Kekse für den Weg mitgegeben, geschenkt. Also super nett. Und ich habe heute Abend so einen Couchsurfer. Pardonene. Gleich 70 Kilometer. Was gar nicht so wenig bei der Hitze ist. Gestern, ich glaube, ich bin fast 7 Stunden gefahren. 80, 85 Kilometer. War ich doch überrascht. Dass es nicht so schnell hier vorwärts geht, aber Zuri ist auch viel gerannt, da kann ich nicht so schnell fahren. Ich denke, heute wird es zu heiß für sie sein. Ja, Zuri hat Bock. Zuri! So lange gebiet, bis ich sie rausgelassen habe. Auch wenn hier das nicht so eine geile Straße ist, was willst du machen? Bürgersteig. Fein. Wie viel Energie die noch hat, obwohl es schon so heiß ist. Krasse Sache. Erfrischen wir dich? Erfrischen? Ja? Käppchen. So, ist das Kochen in Aktion. Easy, hä? Ja. Boah, also wir haben jetzt 3 Stunden Mittagspause gemacht und es ist immer noch verdammt heiß. Zuri ist auch echt platt. Ich habe auch noch kein Wasser für sie gefunden, leider. Aber mal gucken. Also wir haben noch 30 Kilometer bis Pardonone oder so. Und dann wird es Zeit zu duschen. Ich habe seit Verona nicht mehr geduscht. Das sind jetzt 4 Tage. 3 Nächte und ich habe tagsüber geschwitzt und ich habe nachts geschwitzt. Also ich freue mich super krass auf die Dusche. Sieht ja ganz schön aus mit dem Berg. Aber sieht man die Hitzediesigkeit. Das ist mal wieder ein sehr abenteuerlicher italienischer Weg. Hatten wir schon einige. Aber nicht so genau sicher ist, ob man da auf der anderen Seite rauskommt. Aber es war gerade echt geil. Ich habe ein Eis gegessen, 3 Kugeln, die waren so lecker. Dann kam der Besitzer raus, hat auch ein bisschen in Deutschland gearbeitet, konnte dadurch ein bisschen Deutsch. Vorher hatte mich seine Tochter bedient und hat mich gefragt, ob ich noch was trinken möchte, was essen. Und dann hat er mir ein Bier angeboten und dann hat er sich zu mir gesetzt, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und hat er mir noch ein Eis spendiert. Habe ich 5 Kugeln Eis gegessen heute. Hat dann Zuri Eis ausgegeben, zuckerfreies Eis.
Der war schon echt süß. Aber er hat mich die ganze Zeit gefragt, warum ich das alleine mache. Warum ich nicht das mit einem anderen Menschen zusammen mache, dass ich mich doch unterhalten möchte. Und ich konnte es ihm irgendwie nicht so ganz klar machen, dass es richtig schön ist, alleine zu reisen, weil man gar nicht alleine ist. Weil man ja ständig Kontakt hat und ständig Leute trifft. Und Leute einfach unglaublich freundlich zu einem sind und hilfsbereit und auf einen zukommen, wenn man alleine ist. Also ich habe so viele Freunde kennengelernt, aber auch schon so viele fremde Menschen getroffen, mit denen ich einfach wie gestern was trinken war oder ja, mich dann einfach in die Unterhaltung komme, was sonst mir nie passiert ist, weil ich auch echt ein schüchterner Mensch bin. Und durch Zuri fühle ich mich überhaupt nicht allein und auch nicht unsicher nachts. Also es ist schon richtig geil, also kann ich jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ja, der Weg bleibt spannend. Und die Temperaturen heiß. Er meinte, dass die gesagt haben, dass es gerade 10 Grad wärmer als normal ist in Italien. Also das scheint auch die weitere Anzeichen des Klimawandels zu sein. Mal wieder. Haha, wir sind tatsächlich in den Mord rausgekommen. Oh, die Hundis. So, 13 Kilometer bis Parne, wie auch immer. Ich habe ein bisschen falsch kalkuliert mit meinem Akku. Also mein Handy ist gerade bei 11%. Jetzt hoffe ich, dass ich mit dem restlichen Akku noch vorankomme. Das Ziel noch finde ich. Ich habe es mir jetzt nochmal mit der Kamera abfotografiert, dass ich zumindest die Adresse habe. Und sonst muss ich mal gucken, ob ich irgendwo ein Geschäft finde, wo ich den Akku kurz dranhängen kann vom Handy. Aber vielleicht klappt es ja auch. So, mein Telefon hat es leider tatsächlich nicht geschafft. 2 Kilometer vor Ende, bam, aus. Aber mir ist eingefallen, ich habe ja mein Laptop dabei und ein langes Kabel. Jetzt habe ich meinen Laptop angemacht, ihn ans lange Kabel gehängt, was eigentlich von den Solarzellen ist. Und jetzt läuft das Handy quasi unter, naja, Aufladebetrieb. Ich bin auch gleich da. Aber ja, gut, dass es Laptops gibt. Sonst hätte ich echt überhaupt keine Möglichkeit gehabt, mein Handy noch aufzuladen, außer irgendein Geschäft zu warten, das irgendwie ein paar Prozent hat. So, fast da.